Die moderne Verführungskultur, wie sie in zahlreichen Dating-Ratgebern, Online-Coachings und Männer-Communities propagiert wird, verspricht Männern Erfolg bei Frauen durch spezielle Techniken, Strategien und eine gezielte Optimierung ihres Auftretens. Auf den ersten Blick geht es um Selbstbewusstsein, Kommunikationsfähigkeit und Selbstverbesserung. Doch eine genauere Betrachtung zeigt, dahinter stehen oft problematische Ideologien, ein manipulatives Menschenbild und eine Kultur der Selbstverstellung. Frauen werden aber häufig als Eroberungsziele oder Projektionsflächen für männliche Selbstbestätigung gesehen. Der Mann soll mit bestimmten Techniken, sogenannten Games, lernen, dominant, begehrenswert und überlegen aufzutreten, unabhängig davon, ob er sich innerlich tatsächlich so fühlt. Es geht nicht um Beziehung auf Augenhöhe, sondern um Wirkungserzeugung und Kontrolle. In diesem Vortrag beleuchten wir die Grundlagen dieser Szene aus einer philosophischen, psychologischen und spirituellen Perspektive. Mit Hilfe von Denkern wie Michael Deppner, Søren Kierkegaard, Armin Risi, Viktor Frankl, Erich Fromm und Martin Huber hinterfragen wir die Kernannahmen und psychischen Auswirkungen dieser Strategien. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, was geht verloren, wenn wir uns nur als attraktiv, machbar und optimierbar erleben und nicht als ein Mensch, der in Wahrheit nach Liebe, Begegnung und Sinn sucht. Ein zentraler Bestandteil dieser Coaching-Bewegung ist die Vorstellung, dass sich männlicher Erfolg mit Frauen durch Übung, Statusverhalten und bestimmte Kommunikationsmuster systematisch steigern lässt. Dahinter steht ein Weltbild, das stark von Konkurrenzdenken, Dominanzidealen und einer oft verdeckten Frauenfeindlichkeit geprägt ist. Männer sollen lernen, Frauen nicht als gleichwertige Gegenüber, sondern als Herausforderung, Ziel oder Trophäe zu betrachten. Es entsteht ein inneres Weltbild, in dem Erfolg mit Frauen zu einem Messwert für Selbstwert wird. Die Szene spricht in Kategorien wie High-Value Men, Alpha Energy oder Frame Control, Begriffe, die den Eindruck einer sachlich fundierten, fast wissenschaftlichen Methode erzeugen. In Wahrheit handelt es sich oft um psychologisch oberflächliche, stark generalisierte und manipulative Techniken, die Männer lehren, zu wirken, nicht zu sein. Hinzu kommt ein massiver Druck zur Selbstoptimierung. Der Mann soll an seinem Körper arbeiten, seine Stimme trainieren, seine Gesprächsführung manipulativ ausrichten, stets mit dem Ziel, bei möglichst vielen Frauen Anziehung zu erzeugen. Dabei entsteht oft eine Leistungskultur im Zwischenmenschlichen. Liebe und Intimität werden nicht als Ergebnis echter Begegnung verstanden, sondern als Belohnung für das richtige Verhalten. Das verändert nicht nur die Sicht auf Beziehungen, sondern auch auf das eigene Selbstverständnis. Philosophen wie Kierkegaard und Psychologen wie Deppner würden sagen, in dieser Bewegung steckt eine tiefe Angst vor echtem Kontakt. Das strategische Spiel schützt vor Verletzlichkeit, aber auch vor Wahrheit. Wer stets nach Rezepten funktioniert, verliert den Zugang zu sich selbst und zu dem, was Liebe eigentlich sein könnte. Ein zentrales Merkmal der heutigen Verführungsratgeber- und Dating-Coach-Szene ist die Aufforderung, sich strategisch zu inszenieren. Der Mann soll souverän, unnahbar, begehrenswert wirken, unabhängig davon, wie er sich tatsächlich fühlt. Er lernt, wie man Dominanz signalisiert, Schwächen überspielt, Emotionen steuert und Gespräche manipuliert, um das Interesse der Frau zu lenken. Die Person tritt dabei hinter der Rolle zurück. Das Verstellen wird zur Tugend, Authentizität zur Schwäche. Philosophisch betrachtet ist dies eine Lebenshaltung, die der ästhetischen Existenzform entspricht, wie sie Søren Kierkegaard im Tagebuch des Verführers schildert. Dort beschreibt er einen Mann, der sich an der Eroberung einer Frau erfreut, nicht weil er sie liebt, sondern weil er die Kontrolle über ihre Gefühle genießt. Sobald sie sich hingibt, verliert sie ihren Reiz. Für Kierkegaard ist das kein Zeichen von Freiheit, sondern von Verzweiflung. Der Mensch flieht vor der Begegnung mit dem anderen und vor sich selbst. Dieses ästhetische Leben, das auf Wirkung, Spiel und Selbstinszenierung beruht, führt laut Kierkegaard früher oder später in eine existenzielle Leere. Man lebt im Modus des Als-Ob, ständig performativ, nie ganz bei sich. In der heutigen Dating-Kultur zeigt sich das in der Jagd nach Social Proof, Likes, Matches und Bestätigung, während tiefgehende Verbindungen kaum Raum bekommen. Michael Deppner spricht in diesem Zusammenhang vom Gefangensein im Ego.
Wer sich selbst nur noch als Marke, Statusobjekt oder Erfolgsprojekt versteht, verliert den Zugang zum eigenen inneren Kern, dem, was Debner das existenzielle Selbst nennt. Er schreibt: Unglück ist Gefangenschaft in der eigenen Person. Zur Befreiung bedarf es der Unterscheidung von Ich und Selbst. Die Verführungskultur aber lehrt gerade nicht diese Unterscheidung, sondern fördert ein Verhalten, das Ich aufbläht und das Selbst vollkommen ignoriert. Der Mann soll lernen, wie er sich verkaufen kann, nicht wie er mit sich selbst in Kontakt kommt. So entsteht ein innerer Spalt. Man funktioniert, aber man lebt nicht mehr wirklich. Die Folge ist eine Form seelischer Entfremdung, in der das eigene Leben wie ein Schauspiel erscheint, bei dem man die Hauptrolle spielt, ohne sie je wirklich zu fühlen. Auch Amin Risi würde diesen Zustand als Verlust spiritueller Integrität beschreiben. In seinem Denken bedeutet Entwicklung nicht Selbstoptimierung, sondern Selbstwerdung. Die Rückbindung an die eigene innere Wahrheit, jenseits von Masken und Rollen. Risi betont, dass echter Wandel nicht durch Taktik geschieht, sondern durch Bewusstwerdung. Wer versucht, andere durch Techniken zu manipulieren, entfernt sich nicht nur vom Gegenüber, sondern letztlich auch von sich selbst. Martin Buber drückt es auf seine Weise aus. In einer Beziehung, die auf Strategie beruht, begegnet man dem anderen nicht als Du, sondern als Es. Es ist keine echte Begegnung, sondern ein Monolog mit einem Zweck. Die Folge: Es entsteht keine Beziehung, sondern ein kalkulierter Kontakt. Nur dort, wo ein Mensch sich echt zeigt, in seiner Unsicherheit, seinem Wunsch, seiner Menschlichkeit, kann ein echtes Ich-Du entstehen. Und nur dort geschieht das, was Buber wirkliches Leben nennt. So gesehen ist das Verstellungsideal der Verführungskultur nicht nur problematisch, es ist auch menschenfeindlich. Es macht den anderen zum Objekt, sich selbst zum Werkzeug und die Beziehung zur Bühne für Ego-Tricks. Was es verhindert, ist das, wonach sich viele im Innersten sehen. Gesehen werden, wie man wirklich ist und trotzdem geliebt werden. Je tiefer man in die Methoden moderner Verführungskonzepte eintaucht, desto klarer wird: Es geht nicht um Liebe, es geht um Kontrolle. Doch gerade das macht die Auseinandersetzung mit der Frage nach wahrer Liebe so zentral. Was unterscheidet sie von Anziehung, von Lust oder erlernter Attraktivität? Und warum kann Liebe nicht erzwungen werden, weder durch Tricks noch durch Rollen? Michael Debner bringt es auf den Punkt. Liebe ist Zuwendung, die den Wert des Geliebten ungeachtet eigener Interessen anerkennt und dessen Wohl bedingungslos fördert. Das ist der Maßstab. Alles, was den anderen benutzt, ihn reduziert, ihn manipuliert, ist keine Liebe, sondern eine Projektion, ein Mittel zum Zweck, eine Maskerade. In der heutigen Selbstvermarktungskultur, sei es im Dating, auf Social Media oder in Männlichkeitscoachings, wird Liebe oft verwechselt mit Bestätigung, Sexualität oder emotionaler Aufladung. Aber echte Liebe ist kein Konsumgut und kein Bedürfnismanagement. Sie ist eine Haltung. Nicht „Ich will dich haben“, sondern „Ich will, dass du gut bist, auch wenn ich nichts davon habe.“ Erich Fromm unterscheidet scharf zwischen wahrer Liebe und dem, was moderne Menschen oft dafür halten. Für ihn ist Liebe keine Emotion, sondern eine aktive Entscheidung, eine Kraft, die sich im Wollen des Guten für den anderen ausdrückt. Liebe ist die tätige Sorge für das Leben und das Wachstum dessen, was man liebt. Das ist ein radikaler Gegenentwurf zur Verführungskultur. Denn dort will man nicht, dass der andere wächst, sondern dass er sich fügt. Nicht, dass er frei ist, sondern dass er verfügbar ist. In dieser Logik wird der andere nicht gesehen als Subjekt, sondern vernutzt als Mittel zur eigenen Selbstbestätigung. Martin Buber nennt das Ich-Es-Beziehung. Man begegnet den anderen nicht in seiner Einmaligkeit, sondern in seiner Funktion. Liebe aber, die wahre Liebe, beginnt für Buber nur in der Ich-Du-Beziehung. Dort, wo wir uns gegenseitig als Wesen anerkennen,
nicht als Projektionsfläche, nicht als Ziel, nicht als Nutzen. Liebe ist Verantwortung eines Ichs für ein Du. Diese Verantwortung ist nicht moralisch, sondern existenziell. Sie heißt, ich stelle mich dir gegenüber ohne Absicht, ohne Maske, ohne doppelten Boden. In dieser Begegnung kann Liebe geschehen. Sie passiert. Sie wird nicht gemacht. Und genau darin liegt der Irrtum der strategischen Verführungslehren. Sie glauben, Liebe sei herstellbar. Wer die richtigen Worte sagt, das richtige Verhalten zeigt, die richtigen Trigger setzt, der wird geliebt. Aber das ist ein Missverständnis. Was hier entsteht, ist nicht Liebe, sondern ein emotionales Echo auf Manipulation. Eine Illusion, nicht eine Begegnung. Viktor Frankl sieht in der Liebe die einzige Möglichkeit, das innerste Wesen eines anderen Menschen wirklich zu erfassen. Er beschreibt, dass der Liebende den anderen in seinem höheren Potenzial erkennt, das vielleicht noch gar nicht sichtbar ist, aber angelegt. Liebe befähigt den anderen dazu, zu werden, der er sein kann. Auch das ist das Gegenteil der heutigen Verführungskonzepte. Diese wollen nicht das Potenzial des anderen freilegen, sondern seine Schwächen nutzen. Sie fördern nicht Entwicklung, sondern Abhängigkeit. Sie stützen sich nicht auf Vertrauen, sondern auf Kontrolle. Und am Ende ist das Resultat nicht Nähe, sondern Entfremdung. Auch wenn beide kurz glauben, verbunden gewesen zu sein. Denn körperliche Nähe ist nicht gleich seelische Nähe. Sexualität ohne Liebe kann wie ein Feuerwerk wirken, laut, hell, schnell vorbei. Liebe aber ist wie ein Feuer, still, warm, tragend. Sie braucht Zeit, Ehrlichkeit und Tiefe und vor allem Wahrhaftigkeit. Liebe beginnt dort, wo die Masken fallen, wo wir einander nicht mehr beeindrucken, sondern berühren wollen, wo wir aufhören zu spielen und anfangen zu sein. Verführungsmethoden, egal ob sie unter dem Label Männlichkeitscoaching, Datingoptimierung oder Flirttechniken verkauft werden, erzeugen oft kurzfristige Resultate. Aufmerksamkeit, Begegnungen, körperliche Nähe, manchmal sogar Statusgewinn innerhalb männlicher Gruppendynamiken. Doch die Frage lautet, was bleibt? Was bleibt, wenn die Begegnung endet? Wenn das Interesse abflacht? Wenn das Spiel vorbei ist? Was bleibt im Innersten? Die Antwort ist oft ernüchternd. Leere, Entfremdung, Verzweiflung. Kierkegaard würde sagen, wer sich hinter Rollen und Strategien versteckt, flieht vor sich selbst und wird doch nicht entkommen. Er lebt im Ästhetischen, im Schein, im Außen. Doch sobald der äußere Reiz nachlässt, offenbart sich die Leere, die er durch die Jagd überdeckt hat. Diese Leere ist kein Zufall, sie ist die Folge einer verfehlten Beziehung zum eigenen Selbst. Denn man hat vielleicht gelernt zu wirken, aber nicht zu empfinden. Man hat vielleicht viele Begegnungen erlebt, aber keine, die berührt. Und man hat vielleicht bewiesen, dass man es kann, aber nicht, wer man ist. Michael Deppner beschreibt das als eine Form innerer Schuld. Jede Schuld ist beglichen, wenn man vollständig in der Wirklichkeit lebt. Doch wer Beziehungen auf Täuschung aufbaut, wer das Spiel über die Wahrheit stellt, lebt nicht in der Wirklichkeit, sondern in einem Konstrukt. Und dieses Konstrukt fordert früher oder später seinen Preis. Viele Männer berichten, oft erst spät, dass sie sich nach solchen Phasen der Selbstinszenierung fremd geworden sind, dass sie Gefühle verdrängt, Gewissen übergangen, Nähe vermieden haben. Was bleibt, ist eine Art seelischer Abstumpfung, eine zunehmende Unfähigkeit, sich wirklich auf jemanden einzulassen. Denn wer gelernt hat, immer zu kontrollieren, wird sich schwer tun zu vertrauen. Wer gelernt hat, immer zu beeindrucken, wird sich schwer tun, sich zu zeigen. Und wer gelernt hat, andere zu benutzen, wird sich schwer tun zu lieben. Diese Entfremdung führt nicht nur zur Beziehungslosigkeit, sondern oft auch zur inneren Erschöpfung. Der ständige Druck, der Beste zu sein, der spannendste, dominanteste, souveränste, wird zur seelischen Last. Denn er beruht auf einer Lüge, dass man nicht reicht, wie man ist. Und noch etwas kommt hinzu: Schuldgefühle.
Auch wenn die Verführungskultur suggeriert, dass alles erlaubt sei, solange es funktioniert, im Innersten wissen viele, sie haben andere Menschen benutzt. Sie haben Erwartungen geweckt, die sie nie erfüllen wollten. Sie haben Nähe inszeniert, wo keine Bereitschaft zur Verbindung war. Und das bleibt nicht folgenlos. Viktor Frankl spricht in diesem Zusammenhang vom verdrängten Schuldempfinden, das sich irgendwann auf psychosomatische Weise Bahn bricht. In Form von Depressionen, innerer Leere, Aggressionen oder Zynismus. Frankl nennt es das existenziell bedingte Vakuum, ein Zustand tiefster Sinnlosigkeit, der entsteht, wenn der Mensch zwar funktioniert, aber nicht in Übereinstimmung mit seinem Gewissen lebt. Und auch der Preis auf Seiten der anderen, meist der Frauen, ist nicht zu unterschätzen. Wer gezielt manipuliert wird, wer emotional verunsichert oder strategisch verführt wird, erlebt nicht selten Verlust an Vertrauen. Manche spüren diffuse Verletzungen, obwohl kein offenkundiger Übergriff stattgefunden hat. Und manche tragen Narben davon auf der seelischen Ebene. Auch hier gilt, jede Begegnung hinterlässt Spuren und Verantwortung bedeutet, sich dem bewusst zu stellen. Die Verführungskultur will genau das vermeiden. Verantwortung. Sie lehrt Flucht. Sie lehrt Ausrede. Sie lehrt Techniken, um sich nicht zeigen zu müssen. Aber echte Reife beginnt genau dort, wo ich den Mut habe, die Folgen meines Handelns zu tragen. Nach allem, was wir gesehen haben, lässt sich sagen, die moderne Verführungskultur, ob in Form von Dating-Coachings, Männlichkeitsseminaren oder Social-Media-Ratgebern, verspricht vieles. Selbstbewusstsein, Erfolg, Attraktivität, Kontrolle. Doch in Wirklichkeit handelt es sich oft um ein System der Selbstverleugnung und Fremdinstrumentalisierung, das mit echter Beziehung nichts zu tun hat. Denn wo Menschen reduziert werden auf Funktion, auf Status, auf Wirkung, auf Zielgruppen, dort verlieren sie ihre Würde. Und wo das eigene Ich sich nur noch über Tricks, Rollen oder Performance definiert, dort zerbricht der Kontakt zum authentischen Selbst. Das eigentliche Drama dieser Bewegung ist daher nicht, dass sie unmoralisch ist, sondern dass sie entmenschlichend ist. Sie raubt dem Menschen die Fähigkeit, sich echt zu zeigen und dem Gegenüber die Möglichkeit, sich gemeint zu fühlen. Sie ersetzt Begegnung durch Strategie, Verbindung durch Wirkung, Intimität durch Kontrolle. Martin Buber hätte gesagt, es ist ein Rückzug ins Ich-Es-Denken. Und Kierkegaard hätte hinzugefügt, es ist eine Flucht in die Verzweiflung, die Weigerung, man selbst zu werden. Diese Verweigerung hat seelische Folgen, doch sie ist kein unausweichliches Schicksal, denn der Mensch ist frei, auch frei, sich anders zu entscheiden. Es gibt einen anderen Weg, einen, der nicht einfacher, aber wahrer ist, einen, der nicht verspricht, alle Probleme zu lösen, sondern der lehrt, aufrichtig zu sein, sich selbst und anderen gegenüber. Dieser Weg beginnt mit einem einfachen Satz. Ich bin nicht hier, um dich zu gewinnen, ich bin hier, um dir zu begegnen. Das ist der Anfang jeder wirklichen Verbindung. Denn Liebe, wahre Liebe, beginnt nicht mit der Frage, was bekomme ich, sondern mit der Frage, wen sehe ich und wer bin ich, wenn ich sehe. Michael Deppner beschreibt Liebe als eine Form der Wirklichkeitstreue. Sie ist kein Ideal, das wir erreichen müssen, sondern eine innere Haltung, mit der wir dem Leben begegnen. Liebe ist Anerkennung der Wirklichkeit. Nicht das Ideal der Liebe zählt, sondern das, was von ihr erfahren ist. Diese Haltung verlangt Mut zur Wahrheit, Mut, sich selbst zu sehen, nicht als Marke, nicht als Rolle, sondern als Mensch, und Mut, dem anderen zu begegnen, nicht als Mittel, sondern als Du. Das ist der Ort, an dem echte Nähe möglich wird. Und wo echte Nähe möglich wird, entsteht auch Heilung für uns selbst und für eine Kultur,
die Liebe zu oft mit Macht verwechselt hat. Dieser Vortrag war keine Abrechnung, sondern ein Versuch aufzuwecken. Nicht gegen Menschen, sondern gegen Ideologien, die uns kleiner machen, als wir sind. Gegen Lügen, die uns lehren, dass man Liebe gewinnen kann, wie ein Spiel. Und dass wir erst wertvoll sind, wenn wir beeindrucken. Die Wahrheit ist, du bist nicht wertvoll, weil du jemanden eroberst. Du bist wertvoll, weil du bist. Und der andere Mensch auch. In einer Zeit, in der so viel inszeniert wird, ist vielleicht das Radikalste, was wir tun können, echt sein, wahr sein, offen sein. Denn nur dort beginnt echte Begegnung und mit ihr vielleicht auch echte Liebe.